Im Oktober des Jahres 2021 unternahm die 22-jährige Emily Jean Schwartz zusammen mit ihrem Ehemann Joseph Ferlazzo einen kleinen Ausflug nach Vermont. Es sollte eine kurze Reise werden, eine Gelegenheit, Zeit zu zweit zu verbringen und ihre Beziehung wieder aufzubauen. Doch kurz darauf kehrte Joseph allein zurück und behauptete, Emily sei angeblich von selbst gegangen und wolle nicht mehr mit ihm zusammen sein. Aber die Ungereimtheiten in seiner Geschichte und das Schweigen von ihrer Seite ließen die Besorgnis der Angehörigen schnell in Entsetzen umschlagen. So begann diese beängstigende Geschichte, die sich erst dann aufklären würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme. Emily Jean Schwartz wurde am 25. Juli 1999 in Plymouth, New Hampshire geboren. Von frühester Kindheit an war sie von einer liebevollen familiären Atmosphäre umgeben, die ihr half, sich ein klares Bild von der Welt und ihren eigenen Zielen zu machen. Ihre Angehörigen bemerkten, dass sie immer Worte des Trostes und der Unterstützung finden konnte und dabei jedem gegenüber loyal und aufmerksam blieb. Musik wurde für Emily zu einer besonderen Art, ihre Gefühle auszudrücken. Ihre Stimme klang sanft und eindringlich und ließ jeden, der sie singen hörte, innehalten. Aber das Singen war für sie nicht nur ein Zeitvertreib, es war ein Teil ihrer Persönlichkeit, ihre Art, ihr inneres Leuchten mit anderen zu teilen. Jede Melodie, jeder Akkord spiegelte ihren Gemütszustand und ihre Offenheit gegenüber der Welt wider. Emily träumte von einfachen Dingen, von einem Haus voller Musik und Gemütlichkeit, von einer Familie, in der Liebe und Vertrauen herrschen. Ihre Träume waren hell und rein, ohne Ansprüche und unnötigen Luxus. Sie wollte einen Menschen an ihrer Seite haben, der ihr Streben nach Harmonie und Wärme teilte. Emily lernte Joseph kennen, als sie das Gefühl hatte, dass ihr Leben endlich ruhig und vorhersehbar geworden war. Diese Begegnung fand durch gemeinsame Bekannte in einer Atmosphäre vertrauensvoller Gespräche und entspannter Kommunikation statt. Joseph machte sofort den Eindruck eines ausgeglichenen und aufmerksamen Menschen auf sie. Seine Fähigkeit zuzuhören und ein Gespräch aufrechtzuerhalten war beeindruckend, und seine ruhige Art zu sprechen sowie sein seltenes Lächeln gaben Emily das Gefühl, dass sie in seiner Nähe sie selbst sein konnte, ohne Angst vor Verurteilung. Joseph wurde 1980 geboren und wuchs in New Hampshire auf. Er sprach nicht gern über seine Kindheit, erwähnte jedoch, dass er seit seiner Jugend gut mit Menschen umgehen konnte. Mit Freunden und Bekannten versuchte er stets, Konflikte zu vermeiden, hörte lieber zu, als unnötig zu reden. Seine Karriere war vielseitig. Er arbeitete in verschiedenen Positionen, blieb aber nirgendwo lange, sondern erlernte mit der Zeit einen Beruf, der es ihm ermöglichte, unabhängig zu sein. In der Vergangenheit war er bereits einmal verheiratet, was jedoch in einer Scheidung endete. Die Details dieses Kapitels seines Lebens behielt er jedoch für sich. Emily war von Anfang an nicht daran interessiert, mehr über Josephs Vergangenheit zu erfahren. Sie sah in ihm einen Mann, der bereit war für ein ruhiges Leben, genau das, was ihren Vorstellungen von der Zukunft entsprach. Er unterstützte ihre Hobbys, interessierte sich für ihre Arbeit und teilte seine Gedanken über Haus und Familie mit ihr. In den ersten Wochen ihrer Bekanntschaft umgab Joseph Emily mit viel Fürsorge. Er schlug gemeinsame Ausflüge vor, überraschte sie mit kleinen, liebevollen Aufmerksamkeiten und betonte immer wieder, dass er ihre Träume und Ziele schätze. Das schien Emily wichtig zu sein. Freunde bemerkten, dass Emily mehr lächelte, wenn sie von Joseph sprach. Sie sprach mit Wärme und Hoffnung über ihn und bemerkte, dass sie sich in seiner Nähe ruhig fühlte. Ihre Eltern waren jedoch von Anfang an etwas beunruhigt. Sie hatten das Gefühl, dass Joseph etwas verbarg. Obwohl es keinen offensichtlichen Grund für ihren Verdacht gab, versuchte Emily, diese Befürchtungen zu ignorieren. In diesen ersten Monaten glaubte Emily, dass ihre Träume wahr werden würden. Sie hatte das Gefühl, endlich einen Menschen gefunden zu haben, der sie besser verstehen konnte als jeder andere zuvor. Doch unter dieser Schicht des Vertrauens verbargen sich bereits erste Anzeichen von Unruhe, die Emily zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahrnehmen wollte. Ihr Streben nach Harmonie hinderte sie daran zu erkennen, dass sich hinter Josephs äußerer Ruhe ganz andere Seiten seines Wesens verbargen. Schon bei den ersten Treffen mit Joseph verspürten Emilys Eltern eine leichte Unruhe. In seinem zurückhaltenden Verhalten sahen sie eine Unsicherheit, die für Außenstehende nicht immer erkennbar war. Joseph konnte ruhig und selbstbewusst sprechen, aber hinter dieser Fassade war eine verborgene Anspannung zu spüren. Die Eltern verstanden sofort, dass sich hinter diesen Gesprächen etwas verbarg, was Emily noch nicht sah.
Einige Monate nach Beginn der Beziehung begann Emily ihren Angehörigen zu erzählen, dass Joseph manchmal gereizt sei und sie schroff unterbrechen könne, wenn er der Meinung sei, dass sie Unrecht habe. Ihre Eltern hörten ihr aufmerksam zu und verstanden, dass hinter diesen Worten eine gewisse Besorgnis steckte. Emily versuchte solche Gespräche schnell zu beenden, als hätte sie Angst, dass sie zu ernsteren Fragen führen könnten. Mit jedem Mal wurden diese Episoden deutlicher. Emily erzählte, dass Joseph manchmal während Streitigkeiten laut wurde und sie wegen Kleinigkeiten kritisierte. Sie erklärte dies mit Müdigkeit und Nervosität und versicherte, dass es sich nur um vorübergehende Ausbrüche handle. Aber ihre Eltern sahen, dass hinter diesen Worten mehr steckte. Sie verstanden, dass es ein gefährliches Zeichen sein konnte, wenn jemand sich solche Aggressionsausbrüche erlaubt. Einmal gestand Emily, dass Joseph sie in einem Anfall von Wut am Arm gepackt und fest zugegriffen hatte. Sie beeilte sich zu sagen, dass dies ein Einzelfall gewesen sei und dass er es sofort bereut habe. Jedes Mal, wenn ihre Eltern vorsichtig versuchten, mehr zu erfahren, antwortete Emily, dass alles in Ordnung sei und sie selbst damit fertig werde. Sie verstanden, dass jeder Versuch, die Wahrheit herauszufinden, nur dazu führen würde, dass sie sich noch mehr verschloss. Emily war bereits eine erwachsene Frau, und sie konnten sich nicht in ihr Leben einmischen, ohne zu riskieren, den Kontakt zu ihr zu verlieren. Sie konnten nur abwarten und hoffen, dass sie sich eines Tages entschließen würde, alles zu erzählen. Hinter verschlossenen Türen war ihr Zuhause kein Ort der Liebe, sondern ein Ort der Angst und Kontrolle. Joseph erlangte nach und nach die vollständige Macht über Emily, zuerst emotional, dann physisch. Er unterdrückte sie, schränkte sie ein und hatte Wutausbrüche. Er redete ihr ein, dass alles, was geschah, ihre Schuld sei. Und wie so oft in toxischen Beziehungen versuchte Emily sein Verhalten zu rechtfertigen, zu glauben, dass er sich ändern würde, dass es nur vorübergehend sei. Vielleicht hatte sie Angst zu gehen, vielleicht fühlte sie sich schuldig, vielleicht wollte sie die Beziehung schon beenden, kam aber nicht dazu. Nach außen hin sah alles normal aus. Sie veröffentlichten Fotos, unternahmen Reisen, lächelten, wenn sie andere trafen, aber innerlich herrschte in ihrer Beziehung Stille, gefüllt mit Angst und Misstrauen. Es war eine Beziehung, in der Joseph keine Partnerschaft, sondern Unterwerfung und Kontrolle wollte. Und als er merkte, dass er diese Kontrolle verlor, als er spürte, dass Emily sich seiner Macht entziehen könnte, traf er eine endgültige Entscheidung. Als Joseph vorschlug, nach Vermont zu fahren, sah Emily darin eine Gelegenheit, sich abzulenken und ihre Beziehung neu zu betrachten. Die Reise sollte ein kurzer Urlaub werden, der ihnen beiden Ruhe und etwas Zeit miteinander schenken würde. Emily setzte große Hoffnungen in diese Reise, obwohl ihre Eltern, die von den jüngsten Streitigkeiten wussten, besorgt waren. Aber Emily versicherte ihnen, dass alles unter Kontrolle sei und sie selbst wisse, was sie brauche. Sie fuhren am 15. Oktober 2021 mit einem Auto mit Anhänger von New Hampshire los. Joseph hatte die Route im Voraus geplant und sich für Bolton entschieden, einen Ort, den er kannte und für ihren kleinen Ausflug für geeignet hielt. Emily versuchte sich auf Details zu konzentrieren, um sich von beunruhigenden Gedanken abzulenken. Sie träumte davon, dass ein paar Tage allein ohne die Sorgen des Alltags ihnen helfen würden, eine gemeinsame Sprache zu finden. Von den ersten Stunden der Reise an bemerkte Emily Veränderungen in Josephs Verhalten. Er war zurückhaltend, sprach wenig, und diese Zurückhaltung verursachte ihr ein leichtes Unbehagen. Sie versuchte es zu ignorieren, da sie dachte, dass es sich um Müdigkeit nach der Reise handelte. Sie wollte glauben, dass nur Angenehmes vor ihnen lag, aber die Spannung blieb wie eine unsichtbare Mauer, die man mit Worten nicht einreißen konnte. Zu den Plänen gehörte ein Treffen mit Josephs Schwester Nicole und ihrem Freund. Das sollte Anlass für ein gemütliches Abendessen sein. Emily bereitete sich mit Neugier und leichter Besorgnis auf dieses Treffen vor. Sie wusste, dass Nicole für Joseph wichtig war und wollte einen guten Eindruck hinterlassen. Als sie zu Besuch kam, lächelte Emily und versuchte, freundlich und zuvorkommend zu wirken. Sie war höflich und hielt das Gespräch mühelos aufrecht. Das Treffen verlief ruhig, alles schien normal, doch irgendetwas beunruhigte sie dennoch. Es schien, als verbarg sich hinter jedem Wort von Joseph eine unterschwellige Gereiztheit oder Erschöpfung. Nach einem kurzen Gespräch teilte Joseph seiner Schwester Nicole plötzlich mit, dass sie doch nicht zum Abendessen bleiben würden. Diese Entscheidung kam unerwartet und Emily verspürte ein seltsames Gefühl der Entfremdung. Sie wusste nicht, was genau in diesen wenigen Minuten passiert war,
aber sie begriff, dass sich die Pläne schlagartig geändert hatten. Nicole und ihr Freund waren über diese Absage verwirrt, und Emily spürte, wie ihre eigene Unsicherheit wieder zum Vorschein kam. Der Abend, der eigentlich ein geselliges Beisammensein werden sollte, fand nicht statt. Joseph schlug vor, im Wohnmobil zu bleiben und begründete dies mit dem Wunsch, Zeit zu zweit zu verbringen. Emily fügte sich seiner Entscheidung, um keinen Streit zu provozieren. Ihr Versuch, Frieden und Vertrauen zu bewahren, war stärker als alle Fragen. Die Nacht verlief in seltsamer Stille. Emily wusste nicht, was sie am nächsten Morgen erwarten würde, aber sie versuchte zu glauben, dass am nächsten Tag alles besser werden würde. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass diese Reise für sie keine Erholung, sondern der letzte Schritt in eine Falle sein würde, aus der es kein Entkommen mehr geben sollte. Diese paar Tage sollten für sie eine Gelegenheit sein, eine gemeinsame Sprache zu finden. Doch alles kam anders. Nach dieser Nacht sprach niemand mehr mit Emily. Ihr letztes Gespräch mit ihren Eltern war kurz und abgehackt. Sie sagte, dass alles in Ordnung sei und dass sie und Joseph bald nach Hause kommen würden. Ihre Stimme klang ruhig, aber ihre Eltern spürten eine verborgene Anspannung darin. Diese Worte waren für sie die letzte Bestätigung, dass mit ihrer Tochter etwas Ernstes vor sich ging. 3 Tage vergingen. Emily meldete sich nicht mehr. Die Familie der jungen Frau kontaktierte Joseph und er erzählte ihnen widerwillig dieselbe Geschichte. Angeblich habe Emily ihn nach einem Streit verlassen und er wisse nicht, wo sie sich derzeit aufhalte. Einige Tage später kehrte Joseph allein nach Hause zurück. Er erzählte Emilys Familie weiterhin, dass sie einen Streit gehabt hätten und sie beschlossen habe, ihn zu verlassen. Seinen Worten zufolge habe sie ein Auto bestellt und sei weggefahren, weil sie nicht mehr bei ihm bleiben wollte. Die Eltern von Emily waren jedoch nicht bereit, sich mit dem plötzlichen Verschwinden ihrer Tochter abzufinden und wandten sich an die Polizei. Joseph wiederholte seine Geschichte sowohl gegenüber seinen Angehörigen als auch der Polizei, immer mit derselben Überzeugung und ohne zu zögern. Emilys Eltern hörten diese Worte, glaubten ihnen aber nicht. Sie kannten ihre Tochter und wussten, dass sie niemals ohne Nachricht verschwunden wäre. Joseph hingegen verhielt sich weiterhin so, als wäre nichts Ernstes passiert. Seine Gelassenheit wirkte aufgesetzt, und jedes Mal, wenn er seine Version wiederholte, wurden Emilys Eltern misstrauischer. Sie verstanden, dass etwas Schreckliches passiert sein musste, wenn Emily sich seit mehreren Tagen nicht gemeldet hatte. Und nun war Joseph der Einzige, der die Wahrheit sagen konnte, aber aus seinem Mund kamen nur Worte, hinter denen weder Gefühle noch Reue standen. Vor dem Hintergrund der Angst, die mit jedem Tag nach Emilys Verschwinden wuchs, kam plötzlich ein Anruf, der alles veränderte. Dieser Anruf ging beim Notrufdienst 911 von einem Mann namens Spencer Lemon ein. Seine Stimme klang angespannt und verstört. Er erzählte, dass er sich kurz zuvor mit Joseph getroffen hatte. Spencer selbst war kein enger Freund von Joseph, aber sie standen in Kontakt und halfen sich manchmal gegenseitig bei kleinen Angelegenheiten. Am Tag des Treffens rief Joseph Spencer an und bat ihn, nach St. Albans zu kommen, wo sich der Wohnwagen befand. Er erklärte, dass er dringend Hilfe brauche. Er müsse zurück zum Wohnwagen, da er dort angeblich einige Sachen vergessen habe. Spencer wusste nicht, was dahinter steckte, und willigte ein. Er holte Joseph ab, und sie fuhren gemeinsam zum Standort des Wohnmobils. Auf dem Weg dorthin verhielt sich Joseph ungewöhnlich ruhig. Er sprach kaum und stellte keine Fragen. Spencer fühlte sich unbehaglich, beschloss aber, sich nicht einzumischen, bis er mehr wusste. Als sie am Wohnmobil ankamen, bemerkte Spencer, dass Joseph sichtlich nervös wurde. In diesem Moment begriff Spencer, dass hier etwas nicht stimmte. Er fragte Joseph direkt, was passiert sei. Josephs Antwort kam unerwartet. Er sagte Spencer ruhig, dass Emily tot sei. Diese Worte klangen völlig gefühllos. Spencer versuchte zu begreifen, was das bedeutete. Er fragte direkt, »Hast du sie umgebracht?« Und Joseph antwortete ohne zu zögern, »Ja.« Dieses Geständnis klang, als würde er über etwas Alltägliches sprechen. Spencer wurde klar, dass er neben einem Mann stand, der gerade einen Mord gestanden hatte. Ihm war bewusst, dass jede seiner Reaktionen eine unvorhersehbare Reaktion von Joseph hervorrufen könnte. Er stellte keine weiteren Fragen. Stattdessen tat er so, als sei er bereit zu helfen. Doch sobald sich eine günstige Gelegenheit bot, stieg er aus dem Auto und fuhr sofort davon. Wenig später rief er den Notruf an, um alles zu berichten, was er erfahren hatte. Im Gespräch mit dem Dispatcher sprach Spencer schnell
und versuchte jedes Wort und jedes Detail, an das er sich erinnern konnte, weiterzugeben. Er berichtete, dass Joseph ihm den Mord an Emily gestanden hatte und dass sich die Leiche laut Joseph im Wohnmobil befand. Diese Worte waren der erste echte Beweis, der Josephs Ausreden endgültig widerlegte. Für die Polizei bedeutete dieser Anruf den Beginn einer neuen Phase der Ermittlungen. Nach dem Hinweis reagierten die Beamten sofort. Sie wussten nun, dass sie einen triftigen Grund hatten, den Wohnwagen zu durchsuchen und Joseph festzunehmen. Was sie dort fanden, versetzte alle in Schock. Joseph erklärte sich freiwillig bereit, zur Vernehmung auf die Wache zu fahren. Dort begann er, seine Version der Geschichte zu erzählen, eine Version, die so klang, als wolle er sich selbst in einem besseren Licht darstellen. Er sagte, dass die Beziehung zu Emily nicht ideal gewesen sei und dass es häufig zu Streitigkeiten gekommen sei. Er behauptete, der Streit in dieser Nacht sei wegen einer Kleinigkeit ausgebrochen und dass Emily angeblich selbst Konflikte provoziert habe. Seinen Worten zufolge sei sie bereit gewesen zu gehen und er habe sie nicht aufhalten können. Zunächst beschrieb er diese Ereignisse so, als sei alles ein unglücklicher Zufall gewesen. Im Laufe der Befragung durch die Ermittler begann er jedoch, sich zu verheddern. Seine Worte klangen nicht mehr so überzeugend. Als die Ermittler den Anruf von Spencer erwähnten, musste Joseph zugeben, dass er seinem Freund tatsächlich vom Tod Emilys erzählt hatte. Dies war der erste Moment, in dem seine Geschichte nicht mehr stimmig war. Vor dem Hintergrund seines Geständnisses sahen die Ermittler, wie er versuchte, ruhig zu bleiben. Doch jede seiner Antworten wirkte zunehmend einstudiert, als hätte er einen Text auswendig gelernt und würde ihn einfach wiederholen. Er behauptete weiterhin, dass alles zufällig passiert sei, dass er nicht vorgehabt habe, Emily zu töten. Doch die Polizisten wussten bereits, dass sich hinter dieser Version etwas verbarg, das er nicht zu sagen wagte. Joseph berichtete, dass er nach dem Streit zu dem Schrank gegangen sei, in dem er die Pistole mit Schalldämpfer aufbewahrte. Er beschrieb, wie er die Waffe in die Hand nahm und das Gefühl hatte, dass alles um ihn herum erstarrt sei. Emily habe zu diesem Zeitpunkt, wie er behauptete, bereits im Bett gelegen und laut seinen Angaben nicht einmal verstanden, was vor sich ging. Joseph erzählte, dass er zu ihr gegangen sei, ihr ein Kissen auf den Kopf gedrückt und zweimal geschossen habe. Er sagte, er habe es schnell tun wollen, damit niemand etwas hörte. Diese Worte klangen so ruhig, dass die Polizisten keinen Zweifel daran hatten, dass er jeden Schritt lange überlegt hatte. Nachdem Emily aufgehört hatte zu atmen, behauptete Joseph, dass er einige Minuten lang einfach nur dagesessen und auf einen Punkt gestarrt habe. Dann, so sagte er, sei ihm klar geworden, dass er die Spuren verwischen müsse. Er beschrieb, wie er die Leiche vorsichtig in die kleine Duschkabine des Wohnmobils gebracht habe. Seinen Angaben zufolge habe er kaltes Wasser laufen lassen, um das Blut abzuwaschen und alle Spuren zu beseitigen. Er erzählte dies ohne jede Emotion, als wäre es eine ganz normale Routinehandlung gewesen. Joseph sagte, dass er danach angefangen habe, alles um sich herum aufzuräumen, um keine Spuren zu hinterlassen. Er wischte den Boden, entfernte Flecken und überprüfte jeden Winkel des Wohnmobils. Seinen Angaben zufolge handelte er ruhig und methodisch. Er glaubte, dass er so die Wahrheit zumindest für eine Weile verbergen könnte. Seine Worte klangen nicht wie ein Schuldbekenntnis, sondern eher wie eine nüchterne Schilderung dessen, was er für notwendig hielt. Die Polizei erkannte, dass sie es mit einem Mann zu tun hatte, der bewusst einen Mord begangen hatte und keine Schuldgefühle empfand. Seine Schilderung wurde zum entscheidenden Beweis. Es bestand kein Zweifel mehr daran, dass Emily Jean Schwartz Opfer von Grausamkeit und kaltblütiger Berechnung geworden war. Nachdem Joseph alle Vorbereitungen getroffen hatte, floh er nicht und versteckte sich auch nicht. Seine Handlungen in den folgenden Tagen erschienen den Polizisten besonders beängstigend. Anstatt sich weit vom Tatort zu entfernen, beschloss er, in der Nähe seiner Tat zu bleiben. In dem Wohnmobil, in dem Emilys Leiche lag, verbrachte Joseph seine Tage weiter, als wäre nichts Schreckliches geschehen. Er kehrte dorthin zurück, um zu übernachten, als würde er den Schrecken, der sich hinter der geschlossenen Tür der Duschkabine verbarg, nicht bemerken. Tagsüber verhielt sich Joseph ruhig. Er unterhielt sich mit Menschen, ging zum Frühstück ins Café und traf sich manchmal mit Freunden. Er scherzte, diskutierte über alltägliche Themen, als hätte das, was geschehen war, für ihn keinerlei Bedeutung. Niemand, der ihm in diesen Tagen begegnete, konnte ahnen, dass er eine schreckliche Last mit sich trug. Er zeigte keine Angst oder Verwirrung. In Gesprächen wirkte er gefasst und selbstbewusst, was den Anschein von Normalität erweckte. In späteren Aussagen gegenüber der Polizei gab Joseph zu, dass er bewusst versucht hatte, sich so zu verhalten,
als wäre nichts geschehen. Er sagte, er habe nicht gewollt, dass jemand Veränderungen in seinem Verhalten bemerkte. Er versicherte, dass er, wenn jemand gefragt hätte, wo Emily sei, eine plausible Erklärung hätte finden können. Für ihn war das Teil eines Spiels, in dem er sein Geheimnis bewahren musste. Emilys Verwandte riefen Joseph in diesen Tagen an und fragten, ob er sie gesehen habe. Jedes Mal antwortete er ruhig und wiederholte seine Version von Emilys Verschwinden. Seine Stimme klang ruhig, was diejenigen, die in seinen Worten nach der Wahrheit suchten, verunsicherte. Niemand konnte sich vorstellen, dass er in dieser Zeit zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, wo sich hinter der geschlossenen Tür Emilys Leiche befand. Seine Selbstsicherheit war beängstigend, weil sie vollständig und unerschütterlich war. Die Polizisten, die später von diesen Tagen erfuhren, sagten, dass gerade diese Gelassenheit Josephs seine Tat noch schrecklicher machte. Joseph hatte nicht nur einen Mord begangen, er konnte auch mit den Folgen leben, als hätte sich nichts geändert. Auf den ersten Blick schien das Verbrechen ein Ausbruch von Wut zu sein, die tragische Folge eines alltäglichen Konflikts. Doch je tiefer die Ermittler in die Details eindrangen, desto klarer wurde, es war kein Zufall. Es war ein Mord mit einem klaren psychologischen und verhaltensbezogenen Motiv, das sich lange vor der Tragödie entwickelt hatte. Joseph Ferlazzo lebte in einer Welt, in der die Kontrolle über andere Menschen für ihn ein Mittel war, sich bedeutungsvoll zu fühlen. Er baute seine Beziehung zu Emily so auf, dass er sie zuerst mit Zärtlichkeit und dann mit Angst unterwarf. Er entschied, wo und wie sie leben würde, mit wem sie Umgang haben durfte und wie sie sich zu verhalten hatte. Seine Aggression war kein Ausbruch, sie war ein System, in dem jeder Versuch, Emily Unabhängigkeit zu zeigen, als Bedrohung empfunden wurde. Mit der Zeit wuchs die Spannung zwischen ihnen. Emily begann sich zu distanzieren, erzählte ihren Eltern beunruhigende Dinge und Joseph spürte das. Für einen Mann, der es gewohnt war zu kontrollieren, war allein die Möglichkeit, die Macht zu verlieren, unerträglich. Er konnte sie nicht gehen lassen, nicht weil er sie liebte, sondern weil er es als persönliche Niederlage empfand. Sein Motiv war nicht, sich selbst zu retten, sondern Emily als Objekt zu vernichten, über das er die Kontrolle verloren hatte. Als er Emily tötete, war das kein affektiver Zustand, sondern eine kalte, berechnende Entscheidung. Wenn sie nicht mehr mir gehört, soll sie niemandem gehören. Er tötete sie im Schlaf, lautlos, methodisch und verwischte anschließend die Spuren. Nicht aus Angst, sondern weil er der Meinung war, dass er nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Tod und alles, was danach kam, kontrollieren müsse. Das war sein Motiv, weder Rache noch Panik noch Selbstverteidigung. Es war der Wunsch, um jeden Preis die Kontrolle zu behalten, selbst um den Preis eines Menschenlebens. Der Prozess begann damit, dass die Anklage alle gesammelten Beweise vorlegte. Jedes Wort, das Joseph zuvor gesagt hatte, jede Unstimmigkeit in seinen Aussagen wurde zum Beweisstück. Die Staatsanwälte erklärten selbstbewusst, dass es sich um einen vorsätzlichen Mord handelte und Josephs nachfolgende Handlungen ein Versuch waren, die Beweise zu vernichten. Sie beschrieben nicht nur das Verbrechen selbst, sondern auch die anschließende Zerstückelung der Leiche von Emily im Detail. Das Gericht hörte, wie Joseph gestand, dass er die Leiche mit einer Säge zerstückelt und die Überreste in Plastiktüten verpackt hatte, um alle Spuren zu beseitigen, und sie anschließend in der Duschkabine zurückgelassen hatte. Im Prozess sagten forensische Experten aus. Sie bestätigten, dass Emily Jean Schwarz durch 2 Schüsse in den Kopf getötet worden war. Anschließend seien ihr Messerstiche zugefügt worden, die zu Lebzeiten nicht mehr möglich gewesen wären. All dies bewies, dass Joseph kaltblütig und nicht im Affekt gehandelt hatte. Die Schlussfolgerungen der Experten wurden zu einem der wichtigsten Argumente der Anklage. Joseph versuchte, seine Version anders darzustellen. Er sprach von gegenseitiger Aggression und behauptete, dass Emily angeblich ebenfalls an Streitigkeiten beteiligt gewesen sei und häufig Konflikte provoziert habe. Er versicherte dem Gericht, dass der Mord spontan geschehen sei und die Zerstückelung der Leiche eine notwendige Maßnahme gewesen sei, um die Folgen zu beseitigen. Seine Worte klangen jedoch nicht überzeugend, da alle Beweise das Gegenteil belegten. Die Freunde und Eltern von Emily traten vor Gericht auf. Sie teilten ihre Erinnerungen an sie und erzählten, wie gutherzig und sanft sie gewesen sei, immer bereit, anderen zu helfen. Für sie war all dies ein Versuch, die Wahrheit wiederherzustellen und den guten Ruf ihrer Tochter zu verteidigen. Ihre Worte klangen besonders bewegend vor dem Hintergrund der Aussagen von Joseph, der weiterhin versuchte, alles so darzustellen,
als wäre es nur ein tragischer Unfall gewesen. Das Urteil wurde einige Tage nach Abschluss der Verhandlung verkündet. Das Gericht befand Joseph des Mordes ersten Grades für schuldig. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 42 Jahren verurteilt. Diese Strafe wurde zum Symbol dafür, dass er für alles, was er getan hatte, zur Rechenschaft gezogen werden musste. Die Eltern von Emily nahmen diese Entscheidung als die einzige mögliche hin. Sie konnte ihnen ihre Tochter nicht zurückbringen, aber sie gab ihnen das Recht zu wissen, dass der Schuldige seiner Strafe nicht entkommen war. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.